chapter 11, In Apostelgeschichte 12, it speaks about the people of God. da geht es um das Volk Gottes. And they're actually talking about them. They're talking about them, the people of God. Und es wird über das Volk Gottes folgendermaßen geredet. And they speak of them as people who have changed the world. Und die Menschen werden beschrieben als welche, die die Welt verändert haben. In Acts chapter 17, In Apostelgeschichte 17 we find specifically them mentioned in verse 6. und speziell in Vers 6, And it says this. da steht, It says, these men who have turned the world upside down have come here also. diese Menschen, die die Welt auf den Kopf gestellt haben, die sind jetzt auch hierher gekommen. And I love the description of the Christians. Und das ist eine tolle Beschreibung für Christen. They are described as people who have come to flip the world upside down. Das sind Menschen, die gekommen sind, um die Welt auf den Kopf zu stellen. But the reality is we don't see that a lot in our world. Aber die Realität ist, das sehen wir leider nicht ganz so oft in unserer Welt. We are thankful for slow growth. Wir sind dankbar, wenn langsames Wachstum passiert. We appreciate incremental growth. Wir freuen uns auch, wenn es ein bisschen schneller geht. And the Free Evangelical Church of Germany has had good growth. Und die freie evangelische Gemeinden hier in Deutschland haben gutes Wachstum erlebt. When I hear the numbers of churches that you have planted, Wenn ich jetzt von I'm encouraged. den Gemeinden höre, die ihr gegründet habt, dann bin ich when I ermutigt. hear 70 churches in 10 years, that's strong. Und 70 Gemeinden in 10 Jahren, das ist recht stark. So with good growth comes the need though for more growth. Aber wenn Wachstum da ist, dann wünschen wir uns noch mehr Wachstum. Because if Europe and Germany are going to be changed for the gospel, Denn wenn Europa und Deutschland durch das Evangelium verändert werden if they are sollen, going to say of us, these men have come here also, wenn Menschen sagen, diese Personen haben unsere Erde auf den Kopf gestellt, then women and men are going to plant churches that plant churches, dann werden Gemeinden gegründet werden, die Gemeinden gründen. we're going to see an acceleration of our church planting. Und wir werden wirklich ein großes Wachstum unserer Gemeindegründung erleben. Now I'm passionate about this subject. Und da bin ich sehr leidenschaftlich bei diesem Thema. The man who runs the bookstore told me he brought some of my books. Und die Person, die den Buchladen die Bücher verkauft, And he told me that if I mentioned them, he would give me extra money. der hat einige von meinen Büchern mit und er sagte, wenn ich sie erwähne, dann kriege ich ein bisschen Geld dafür. That's not true. Das stimmt jetzt nicht. But I've written different books on church planting. Ich habe verschiedene Bücher über Gemeindegründung geschrieben. And the one I'm going to rely on today is this one called Viral Churches. Und dieses hier, was ja auch bewegte Gemeinden so ungefähr And bedeutet. this gives a kind of a large study on how to increase church planting. Damit beschäftige ich mich heute Abend. Das ist so eine große Studie, wie man Gemeindewachstum beschleunigen kann. But I wanted to mention one other. Ein anderes Buch allerdings. Because my friend Craig Ott is the editor. Craig Ott, ein Freund von mir, der hat das Buch zusammengestellt. And I think many of you remember Craig Ott. Und einige kennen Craig Ott vielleicht noch. And it's available over there as well. Und das gibt es auch drüben. But what I want to also do Was ich außerdem noch tun möchte, is I'm going to share tonight from an ebook, ich möchte von einem elektronischen Buch, von einem E-Book was but erzählen. only after you buy the books from our friend. Also nachdem ihr die Bücher von unserem Freund gekauft habt, And I'm going to give a copy of that ebook, dann gebe ich das E-Buch. yes, to Sasha. Sascha bekommt es And zunächst. all of you can email Sasha, Und ihr könnt dann alle Sascha eine E-Mail schreiben. and he will give you a copy of what I'm going to talk about tonight. Und dann, Carsten. Oh. also E-Mail zu Carsten. Carsten gibt euch dann das E-Buch, worum es heute Abend hauptsächlich So geht. is Carsten the boss, or are you the boss? You know the answer. Yes, he says, I know the answer. Jesus. Jesus. No, I have been with Sasha for 2 Ich days. war jetzt 2 Tage mit Sascha unterwegs. We have learned to love each other. Wir haben uns kennen und lieben We gelernt. have learned to be a little tired of each other. Und wir waren auch ein bisschen müde zwischendurch. Sasha is a girl's name where I come from. Und wo ich herkomme, da ist Sascha ein Mädchenname. Is that a man's name here? Hier ist tatsächlich ein Männername. You sure? I'm just checking. He left the doors open, both of them. Beide Türen vom Auto And aufgelassen. then the police came, Und die Polizei kam. and he blamed somebody else. Und dann hat er jemand anders beschuldigt. This has been my problem for 2 days with Sasha. Und das ist für 2 Tage jetzt mein Problem inzwischen. On the way here, he put the GPS address wrong. Auf dem Weg hierher hat er die falsche And then he tried to GPS-Adresse blame eingegeben. me. Und dann war ich schuld. I am bitter. Ich bin jetzt etwas... Okay, but I'm going to get over it. Da komme ich schon drüber weg. Now, probably all of you have read about church planting movements. Alle von euch haben vielleicht über Gemeindegründungsbewegungen gelesen. David Garrison wrote a book by that title. Das war der Titel von einem Buch von David Garrison. And it was an analysis of explosive movements of churches around the world. Und er hat da verschiedene, wirklich sehr explosiv wachsende Gemeindegründungsbewegungen weltweit
analysiert. He wrote a short version, Es gab eine Kurzversion, which is also available online. das kann man auch im Internet But finden, then he wrote a larger version. aber eine längere Version. And in that version, he explained that there were movements around the whole world. Und in dieser längeren Version sprach er von Bewegungen weltweit. But at the time, both of us worked for the same denomination. Als er das geschrieben hatte, haben wir beide für die gleiche Denomination gearbeitet. Neither of us work for that denomination now, actually. Für die arbeiten wir jetzt nicht mehr. But we talked after he published the book. Nachdem er das Buch veröffentlicht hat, haben wir geredet. And I said, David, where are these church planting movements in the West? Und dann habe ich David gefragt, David, wo sind im Westen denn In places Gemeindegründungsbewegungen? like Australia, In Australien in zum Beispiel Germany, oder in Deutschland, in Italy, in Italien, in the United in den States. Vereinigten Staaten. And he told me some that he had written about. Und da hat er so ein paar erwähnt, But über what die we geschrieben found hat. was, when we looked at them, Aber als wir dann sie uns genauer anschauten, that actually they didn't fit the definition of church planting movements. passte gar nicht so richtig in diese Definition von And Gemeindegründungsbewegung. so David and I wrote a paper about this together. Und dann haben wir ein Papier And veröffentlicht. it's one of the chapters in Viral Churches now. Und das ist auch ein Kapitel in dem Buch Viral Churches. But I don't want you to miss what we found. Aber ich möchte euch sagen, was wir gefunden haben. There are 34 Western industrialized democracies in the world. Auf dieser Welt gibt es 34 westlich orientierte, industrialisierte Demokratien. My country, United States. Die Vereinigten Staaten, My wife's country, Canada. das Land meiner Frau, Your Kanada, country, Germany. Deutschland. Are all Western industrialized democracies. Es sind alle westliche, industrialisierte Demokratien. And there's no church planting movement in any of them Und in keiner davon gibt es eine Gemeindegründungsbewegung among majority peoples. Unter den Leuten, die hauptsächlich in dem Land leben. And so we have to ask the question, why are there no church planting movements? Deshalb müssen wir uns fragen, warum gibt es diese Bewegung nicht? Now there are groups doing good things. Es gibt Gruppen, die machen ganz tolle Sachen. Here in Germany, you are leading the way. Ja, hier in Deutschland, da seid ihr führend. But the way David Garrison describes church planting movements is much more growth than we see. Aber wie er die Gemeindegründung, die Bewegung definiert, ist viel, viel größer, als was wir hier sehen. And when you read the book, Und wenn ihr das Buch lest, you want that in your life. dann möchte man sowas You want that in your eigenen Leben. churches. Das möchte man You sehen want in to den see that kind Gemeinden. of movement. Ja, wir möchten Teil einer Bewegung sein. And yet, in 34 Western industrialized democracies, we do not. Aber trotzdem sehen wir das in 34 westlichen Demokratien eben nicht. So why? Warum eigentlich nicht? Well, so we began to do some research around this topic. Also wir haben da dem mal etwas nachgeforscht. My PhD is in the field of missiology. Und mein Doktortitel ist oder meine Doktorarbeit war in Missiologie. In missiology, we want to understand the church and how it grows. Wir wollen verstehen, was die Gemeinde ist, die Kirche ist und wie sie denn wächst. And there seems to be some things different about Western culture than about other cultures where we see church planting Und es movements. scheint irgendwie so, dass in diesen westlichen Kulturen manches anders läuft, als in den Kulturen, wo wirklich I will Gemeindegründungsbewegungen give you passieren. one of several examples. Ich gebe euch mal eins von vielen Beispielen. For example, if you go to Papua New Guinea and plant a church as a missionary, Also wenn man jetzt als Missionar nach Papua-Neuguinea gehen würde und dort eine Gemeinde gründet, what you would find is everybody sort of does the same thing in the village. man würde dann in dem Dorf entdecken, dass jeder so irgendwie das Gleiche tut. The men maybe get up in the morning and they go hunting. Die Männer stehen morgens auf und gehen jagen. Maybe they go into the forest and gather durian fruit or something else. Oder sie sammeln Früchte in den Wäldern. The women will often stay in the village and prepare either for that day or for the weeks to come. Und die Frauen bleiben oft in dem Dorf und arbeiten an Dingen, die gebraucht werden an dem Tag oder And so später. then the gospel comes, Wenn das Evangelium nun kommt, people become Christians, dann werden Menschen Christen and soon a church is formed. und Gemeinden gründen sich schnell. And the church needs to be shaped biblically. Und diese Gemeinden werden dann geformt nach biblischen Beispielen. There are things in the Bible that every church should have. Und in der Bibel stehen halt Dinge, die jede Gemeinde haben We talk sollte. about them as marks of a biblical church. Wir nennen das so die Kennzeichen einer biblischen Gemeinde. Now, I've written articles, I've listed kind of 6 marks of a biblical church. Ich habe Artikel geschrieben und bin auf 6 gekommen. I think I saw a book over there that said 9 marks. Da hinten war ein Buch, das hatte dann 9. They named the ministry after it. They liked that so much. Und danach haben sie dann ihren ganzen Dienst genannt. And I think I agree with a lot of what they would say. Ich glaube, ich bin auch mit vielem But there einverstanden. are marks of a biblical church that should be true in every church in every Aber place. es gibt halt Kennzeichen einer biblischen Gemeinde, die überall wahr sein sollten. So the tribe in Papua New Guinea now has a new church.
Also dieser Stamm in Papua-Neuguinea hat jetzt also eine neue Gemeinde. Maybe the Bible's been translated into their language now. Vielleicht wurde sogar die Bibel übersetzt in ihre So Sprache. soon they see 1 Timothy chapter 3, Also dann sehen sie 1. Timotheus 3 and they say, we have a church, und stellen fest, wir haben we eine need Gemeinde, leaders. wir brauchen Leitung. And so they begin to look, who should be the leader of the church? Und wir gucken, wer sollten jetzt die Ältesten sein. Now they're not living in Dresden, Und die leben jetzt nun mal nicht they're in not living in Dresden, Berlin. die leben auch nicht in Berlin. All they know is where they live and the Bible they have. Das Einzige, was sie kennen, ist tatsächlich ihr eigener Kontext und eben die Bibel, die sie lesen können. And so they say, we'll put one of these as the leader of the church. Und dann gucken sich also die Männer an und sagen, einer davon oder einige davon werden unsere Leiter. So the qualifications are the qualifications of 1 Timothy chapter 3. Und die Qualifikationen dieser Ältesten stehen in 1. Timotheus 3. And so then they gather around and they pray for the new pastor. Sie trommeln alle zusammen und beten für den neuen The Pastor. most godly is probably the new pastor. Und der göttlichste von allen, der wird dann der neue Pastor. The person who meets the qualifications of 1 Timothy 3 is the new pastor. Die Person, die einfach diese Charaktereigenschaften The church goes wird forward. der neue Pastor und die Gemeinde wächst And weiter. the next day they go out and gather the durian fruit again. Und dann am nächsten Tag, dann gehen sie wieder raus und sammeln die Früchte im Wald. And then somebody says we should spread the gospel to the next village. Und jemand sagt, wir sollten das Evangelium im nächsten So Ort they go verbreiten. tell the gospel to the next Wir village. gehen ins nächste Dorf, The same das thing Evangelium, happens. das gleiche passiert. And then there's another pastor. Und es gibt einen neuen And Pastor someone sends out to another village. und jemand wird And dann then noch there's another weitergeschickt. pastor. Es gibt einen neuen And Pastor then there's another church. und eine neue And the Gemeinde. explosion of growth can happen. Und es, ja, der Wachstum explodiert praktisch. It happens the same here, right? Genauso passiert es auch hier, oder? Not so much. Nicht so wirklich. Now, I teach at a graduate school. Ich lehre an einem Seminar, an einer Universität. In order to come to my programs, people have to have a 4-year university degree already done. Und bevor Leute überhaupt in mein Programm reinkommen, müssen sie bereits 4 Jahre an der Uni And then gewesen they sein. take 2, 3, 4 more years with me. Und dann kommen 3 Jahre mit mir noch. And this slows down the rapid reproduction of the church. Und das bremst natürlich die schnelle Wachstum der Gemeinden aus. Maybe you ask, Ed, are you anti-theological education? Vielleicht fragt ihr, Ed, bist du gegen theologische Ausbildung? No, of course not. Nee, natürlich nicht. I've done lots of education Ich habe selber viel and I Ausbildung teach genossen lots of students. und ich lehre viele Studenten. But I want you to see that our culture slows down church Aber ich multiplication. möchte einfach nur, dass ihr an diesem Beispiel seht, dass unsere Kultur Gemeindegründung ausbremst. Because in the mountains of Papua New Guinea, Denn in den Bergen von Papua all it takes Neuguinea, is the gospel, man braucht nur das Evangelium, all it takes is a leader, einen Leiter all it takes is someone to go be a missionary, und jemand, der als and more Missionar churches are planted. und Gemeinden werden gegründet. So we are working against things in our culture that slow down church Also wir haben hier multiplication. Barrieren in unserer Kultur, die Gemeindegründung ausbremsen. And it's not just inside the church, it's outside the church as well. Das ist jetzt nicht nur in der Gemeinde, sondern auch außerhalb der You Gemeinde. see, we live in a society where people have specializations in work. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir jetzt natürlich Spezialisierungen in unseren Aufgaben und Arbeitsfeldern haben. Sasha got to meet the police today. Sascha hat heute die Polizei getroffen. Again. Schon wieder. I'm just joking, Sasha. Nun Witz jetzt. But the police went to training to be police, to be the police. Ja, aber die Polizisten sind zur Polizeischule gegangen. And so maybe we stopped at a restaurant and somebody is a server in a restaurant. Und wir waren im Restaurant und jemand hat dort war eine Bedienung. Or maybe we're not feeling well and we go to a doctor. Oder wenn es uns schlecht geht, gehen wir zum Arzt. Or we need accounting, so we go to an accountant. Oder wenn wir jetzt irgendwie unsere Buchhaltung machen müssen, gehen wir zum In Buchhalter. our society, most people have some training to do what they do. In unseren Gesellschaften haben die meisten Menschen ein bestimmtes Training für das, was sie So if tun. you're sick, you go to your doctor. Wenn du krank bist, gehst du zum Arzt. If you need business help, you go to your accountant. So, wenn du Hilfe brauchst mit der And if you Buchhaltung. need spiritual help, you go to who? Und wenn man geistliche Hilfe braucht, wohin geht man? You go to somebody that is expected to be trained. Du gehst irgendwo hin, wo du You erwartest, go to a pastor who's done a dass da specialization. jemand eine Ausbildung hat und sich auf etwas spezialisiert hat. Ein Pastor. And that slows down multiplication in our culture. Und das bremst einfach Multiplikation aus. So we have to recognize there are things inside and outside the church. So müssen wir einfach feststellen, dass es innerhalb und außerhalb der Gemeinde Dinge gibt, And these things slow down the ability for the church to rapidly multiply. ja, die bremsen eben die schnelle Multiplikation von Gemeinden aus. So in our research across 34 countries, we found no church planting movements like David Garrison described. 34 Länder nachgeforscht haben, da fanden wir eben keine solche Bewegung, wie sie dann beschrieben war im ersten Buch. We want them. Wir würden die gerne haben. You want them. Ihr möchtet sie. So how do we find them?
Wie finden wir die jetzt? So we did some research in recent history where there were multiplication movements. Dann haben wir noch weiter geforscht in die Geschichte nun zurück und geguckt, wo in der jüngeren Geschichte gab es diese Bewegungen. Not quite the same as David Garrison's church planting movements, Nicht ganz, auch nicht ganz so wie die Bewegung von David Garrison, but movements of churches that planted churches that planted churches. aber immerhin Bewegungen von Gemeindegründungen, die Gemeindegründungen gegründet haben. We can find movements that have planted 1,000 churches in one lifetime. Und wir haben das gesehen, dass innerhalb von einer Lebensspanne bis zu 1000 Gemeinden gegründet wurden. So we began to look at some of those movements and say, what did they have that we want? Und wir haben uns diese Bewegung angeschaut und gefragt, was haben die jetzt, das wir gerne hätten? But this is within many of our lifetime. Und das ist in unserer Lebenszeit, was passiert da? We can think of, for example, Chuck Smith, who founded Calvary Chapel. Beispiele wären jetzt Chuck Smith, der Calvary Chapel begonnen hat. And Sunday I'll be in Budapest preaching at a Calvary Chapel in Budapest. Jetzt am kommenden Sonntag werde ich in Budapest sein und der Calvary Chapel dort predigen. But it was only 50 years ago that actually the first Calvary Chapel began to grow. Und das war jetzt nur 50 Jahre zurück, dass die erste Calvary Chapel And over gegründet 1,000 wurde. Calvary Chapels now. Und jetzt gibt es über Tausende davon. Or let's look to the vineyard. Oder die There are Vineyard-Gemeinde. vineyards in Europe that have grown, but 50 years ago there were no vineyards. Es gibt ganz viele Vineyard-Gemeinden in Europa, die gewachsen sind, aber vor 50 Jahren gab es noch keine. Or let's even think about Pentecostals. Oder Pfingstler. Do we have any Pentecostals here today? Pfingstler hier? Raise both hands. Bitte beide. Just 3 of you. 3. Yeah? Four. You had one hand you raised. You're not a Pentecostal until you raise both hands. So the Pentecostals did not exist a little over 100 years ago. Vor etwas weniger als 100 Jahren gab es die Pfingstbewegung noch gar There nicht. were no Pentecostals 150 years ago, the way we see them today. 50 Jahre, vor 150 Jahren gab es noch gar keine. And today there's 500 to 600 million of them. Und heute sind 500 bis 600 Millionen Menschen Pfingstler. And so now we talk about them behind their back Und wir reden jetzt hinter ihrem Rücken über sie. because they're growing so Also fast. es ist schnell wachsen. We don't like you. Und wir mögen es nicht. I like you. Ich mag euch. But not everybody likes you. Leider nicht alle. Do you need a hug? Soll ich mich noch machen? I came to hear Jesus in the charismatic movement. I became a Christian in the Ja, charismatic movement. in die charismatische Bewegung war, wo ich Christ geworden bin. So in our lifetime, we've seen explosively growing movements. Also selbst in unserer Lebensspanne haben wir schon solche Bewegungen gesehen. And we're going to have several sessions together this weekend where we're going to talk about that. Und an diesen nächsten Tagen haben wir mehrere Einheiten, wo wir darüber reden So I'm werden. not going to tell you everything I think about it tonight, Also jetzt wird nicht alles heute Abend schon drankommen, but I'm going to give some ideas that will shape the next few days. aber ich gebe euch jetzt so ein paar grundsätzliche Ideen, die für die nächsten Tage wichtig And of sind. course there'll be lots of other seminars on lots of topics. Und es gibt eine Menge Seminare zu verschiedenen Themen. But my focus is how do we increase our church planting? Meine Frage ist jetzt, wie beschleunigen wir oder haben wir mehr Gemeindegründungen? The writer of Hebrews says we should provoke one another to love and good deeds. Also der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, wir sollen uns gegenseitig zu Liebe und guten Werken herausfordern. And you are already doing well as the free evangelical church. Und ihr macht es ja schon ganz gut als freie evangelische Gemeinden. But I want to encourage you to do better based upon our research and our data. Aber ich möchte euch herausfordern, es noch besser zu tun, basierend auf unseren Forschungen und dem, was wir gefunden So haben. we can learn from Calvary Chapels. Damit wir zum Beispiel lernen So we können, can learn from wie Pentecostals. Pfingstler und Calvary Chapel So we was sie can gemacht haben. learn from Baptists 200 years ago. Und wir können von den Baptisten lernen, wie es vor 200 Jahren dort So war. we can learn from movements in the past. Also wir können damit wir von Bewegungen der Vergangenheit lernen Now können. many people have written on movements lately. Viele Leute haben Bewegungen in der jüngsten Vergangenheit beschrieben. Some of you have read Steve Addison's book on movements. He's from Australia, now living in the UK. Also von Steve Addison. der jetzt in Großbritannien lebt, aus Australien ursprünglich. He wrote about 6 characteristics of movements. Er hatte ein Buch geschrieben über 6 Charakteristika von Bewegungen. And he talks about having a white hot faith, Und er sagte, es fängt mit dem Glauben an. being committed to a cause, Und dass man hingegeben ist einem relationships that are contagious,
einem Auftrag und Beziehungen, die ansteckend sind. Rapid mobilization of Christians in churches. Und das sehr schnelle, rapide Rekrutierung von Menschen Adapting kommt. our methods Dass wir unsere Methoden wirklich anpassen, and having pioneering or apostolic leadership. dass wir eine Leitung haben, die pionierend ist oder die apostolisch And we ist. see some of the ideas actually over here on the book table. Und einige dieser Ideen, die sehen wir sogar hier drüben am Büchertisch. For example, in Fresh Expressions of the Church. Hier ist ein Buch, Fresh Expressions, also frische Ausdrücke der Gemeinde. I think I endorsed this book. Ich glaube, ich habe da irgendwie ein Vorwort zugeschrieben. Oder So from Michael Moyna at Oxford. And some of the practices they're trying to share are how to increase the movements. Und es geht hier um Erfahrungen, wie jetzt man so eine Bewegung beschleunigen kann. I've already mentioned David Garrison. David Garrison als You can Beispiel. read his books on church planting movements. Seine Bücher könnt ihr lesen. And Sam Metcalf has also written on movements. Ein weiterer Autor, Sam Metcalf, hat über Bewegungen geschrieben. But what I want to give you tonight is 10 things I think will be in every movement. Und ich glaube, ich gebe euch jetzt 10 Dinge, die in jeder Bewegung zu finden So sind. we walk through these things together. Wir gehen jetzt mal gemeinsam da You can durch. jot them down if they're helpful. Könnt ihr euch gerne aufschreiben. But remember, I'm going to give you everything I talk about tonight. Aber denkt dran, ihr bekommt sowieso am Ende alles, was I'm ich... going to give them to Sasha, Ich gebe es Sascha, who's going to give them to der Karsten, gibt es dann Carsten, who's really in charge, der ja wirklich der Boss ist and eigentlich. he's going to give them to you. Und der gibt sie dann euch. Okay. So let's take a look at 10 things we see in movements historically. Also, lass uns mal diese 10 Dinge angucken, die wir in der Geschichte sehen. The first thing is prayer. Als erstes Gebet. Now, prayer is more than a casual afterthought, but a lifestyle. Und da geht es jetzt nicht darum, hinterher am Ende mal ein bisschen zu beten, sondern es geht um einen Lebensstil. People interceding for Germany. Dass Menschen wirklich Fürbitte tun People für praying for Deutschland. churches to plant churches to plant Dass churches. sie für Gemeinden beten, die Gemeinden gründen und Gemeinden People gründen. praying for atheists to hear and respond to the gospel. Dass Menschen wirklich für Atheisten beten, dass sie das Evangelium hören und People darauf praying for reagieren. nominal Christians to respond to the good Sie news. für Namenschristen beten, dass sie dem Evangelium darauf There's reagieren. a rhythm of repentance and renewed faith through prayer. Und dann einen Rhythmus von Buße und erneuertem Glauben. So before we see a movement, we'll see God change our hearts first. Also bevor wir irgendeine Bewegung sehen, werden wir zuerst sehen, dass Gott unser Herz bewegt. Desperately seeking God, saying we want a movement throughout Germany. Und wir suchen Gottes Herz und schütten es vor ihm aus, dass er eine Bewegung schenkt. And I want you to know, I know how important that prayer is. Und ihr sollt wissen, ich weiß, wie wichtig dieses Gebet ist. I come from the United States, but I see the difference between where I am and where you are. Also ich komme aus den Vereinigten Staaten, aber ich sehe den Unterschied zwischen dem, wo ihr seid und wo ich bin. The challenges of urban centers. Die Herausforderungen der Städte The difficulty of planting churches in rural communities. oder die Schwierigkeiten, Gemeinde zu gründen in ländlichen The Gegenden. challenges of atheism in some parts of the country. Und hier in manchen Landesteilen die Herausforderung vom The Atheismus. challenge of nominalism in other parts of the country. Oder von Namenschristentum in anderen The Landesteilen. challenge of hedonism in much of the country. Ja, und dann viel Heidentum. There are differences and similarities to where I'm from. Es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu meiner Heimat. But I know that you need prayer Aber ihr braucht Gebet, das weiß ich. just as we need prayer. Genau wie wir eben auch Gebet brauchen. Because in neither place do we have a movement. Weil in keinem von diesen beiden Orten gibt es so eine Bewegung. So together we can pray, God, pour out your spirit through church planting here. Also gemeinsam sollten wir beten, Gott, gieß deinen Geist aus für Gemeindegründung hier. Amen. Amen. Amen the same. Ja. Hallelujah the same. Hallelujah. Number 2. Das zweite, Das Zweite. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2. Ja. Is an intentionality of multiplication. Also es geht darum, so dass Multiplikation von vornherein, dass wir zielgerichtet darauf hinarbeiten. In almost everybody writing about movements, they talk about multiplication. In allen Büchern über Bewegungen lesen wir über Multiplikation. And part of the challenge is that church plants have to then plant churches. Und es geht jetzt darum, dass Gemeindegründungen Gemeinden gründen. I remember when I planted my second church. Als ich meine zweite Gemeinde gründete, I planted my first church in the inner city of Buffalo, New York, among the poorest of the poor. meine erste Gemeinde, die habe ich in Buffalo im Staat New York unter den Ärmsten der Armen gegründet. Everyone was moving out of the city. Viele haben diese Stadt verlassen. Crime and drugs were rampant. Sehr viel Kriminalität und We worked there for 5 years to plant a church. wir haben 5 Jahre dort gearbeitet, It um die was Gemeinde zu long, gründen. hard work.
lange Arbeit, schwere Arbeit. So we left there to plant another church in another community about 2 hours away. Und dann sind wir nur 2 Stunden weitergefahren und haben da eine weitere Gemeindegründung begonnen. And it was easier work there, to be honest. Und das war tatsächlich etwas The church einfacher. began to grow. Die Gemeinde wuchs. The numbers would not compare from Germany to the United States, so they don't matter. Also die Nummern sind jetzt nicht vergleichbar, das ist jetzt egal. But about 3 years in, we decided to plant a daughter church. Nach 3 Jahren haben wir uns dann entschieden, eine Tochtergemeinde zu gründen. Actually, we decided to plant 2 on the same day. Und wir haben uns dazu entschlossen, 2 am gleichen Tag zu gründen. And so we sent out people to one church 20 minutes direction and the other church 20 minutes the other direction. Wir haben Leute jetzt weggeschickt, 20 Minuten die eine Gruppe in die eine Richtung und die andere in die andere And on Richtung. one day we had 2 daughter churches. Und an einem Tag hatten wir nun 2 We Tochtergemeinden. called it having twins. Und wir haben gesagt, wir haben Zwillinge. Now, leaders of my denomination came to me. Aus meiner Denomination kam jetzt Leiter zu mir. They say, Ed, we want you to teach church planting to others to the denomination. Wir möchten, dass du in unserer Denomination andere nun lehrst über Now, in Gemeindegründung. the part of the country where I was, there were not many churches in my denomination. Wo ich jetzt war, in dem Landesteil, gab es von dieser Denomination nicht viele Gemeinden. The nearest church of the same denomination was 2 hours away. Also 2 Stunden weit weg war die nächste Gemeinde. So we didn't have a lot of contact with denominational leaders like Karsten. Und da hatten wir jetzt nicht so viele Kontakte mit den Bundesleitern Or wie Carsten Sascha. oder Sascha. And so then they called and asked me to teach church planting. Und dann haben sie mich aber gefragt, ob I ich said, über Gemeindegründung Why do you want rede. me to teach church planting? Ich habe gesagt, warum wollt ihr, dass ich darüber They said, rede? why me? Wieso ich? They said, because you've planted daughter churches. Weil du Tochtergemeinden gegründet But I hast. said, but when we went through the training, you told us to plant daughter churches. Aber das war doch, als wir durch das Training gegangen sind, habt ihr uns doch gesagt, wir You sollten told us within 3 Tochtergemeinden. years, to be sure we planted a daughter church. Das haben wir doch in unserem eigenen Training gelernt, dass wir innerhalb von 3 Jahren So I Tochtergemeinden just sind. did what you said. Ich habe doch einfach nur gemacht, was ihr They gesagt said, habt. yes, we always tell people to do that. Ja, das sagen wir andauernd allen Leuten. But nobody ever does. Aber niemand macht das wirklich. See, this is the distinction. Und hier ist der Unterschied. If you're going to become a movement in Germany, Wenn man eine Bewegung in Deutschland haben möchte, the churches you plant are within 3 years going to have to plant churches. dann sollten die Gemeinden, die ihr gründet, innerhalb von 3 Jahren Tochtergemeinden You gründen. say, Ed, we'll be too small. Und ihr sagt, Ed, wir sind doch You viel zu will klein. always think you're too small. Aber das werdet ihr immer You will denken. never think there's enough. Ihr werdet nie denken, jetzt ist mal, haben wir genug. But then you send some people out, Aber sendet doch einfach Leute and los. God often brings new people to replace them. Und Gott wird neue Leute bringen als Ersatz. Is that it? Yep. Okay. Sounded like there was more. Sometimes German's short. Sometimes German is short. Never. German is the longest language ever. You make the words are so long. You translate this. Ja. Deutsch ist eine sehr lange Sprache. Wir brauchen mal viel mehr Wörter. Yes. And then I'm adding words to it. Are you? Yeah. I want to be German though. Sasha tells me Germans are the best. Is this true? Ja, die Deutschen sind die Besten. Yes, that's what he said. That's what he said. And so I want to be German. My name sounds German. Ich habe schon so ziemlich einen deutschen Namen. Do you know anybody named Stetzer? Kennt ihr jemanden, der so heißt? Stetzer? Anybody? Irgendjemand? No. Nee. Because I think it's actually Ich Dutch. glaube, es ist eigentlich holländisch. But really, we grew up Irish. Aber eigentlich sind wir als irische Familie So people aufgewachsen. often say to me, so are you German? Und Leute fragen mich, bist du No, eigentlich I'm just Irish. deutsche Abstammung? Nee, irische. But I want to be German. Aber ich möchte gerne Deutsch sein. Because it's the best. Das ist das Beste. At least Sasha says so. Das ist zumindest das, was Sascha sagt. So number 1 is prayer. Also, das erste war jetzt zum Gebet. Number 2 is intentionality of multiplication. Das zweite ist wirklich diese zielgerichtete, beabsichtigte But Multiplikation. number 3 is sacrifice. Aber das dritte ist Opferbereitschaft. There will be no movement until we have a greater sacrifice for church planting. Es wird keine Bewegung sein, wenn es nicht ein größeres Opfer für Gemeindegründung gibt. So you have to sacrifice to get what you want sometimes. Man muss etwas opfern, damit man was bekommt, was man gerne hätte. Some of you exercise. Einige von euch machen regelmäßig Sport. I don't. Ich nicht. You probably knew that. Das wusstet ihr wahrscheinlich schon. But some of you exercise. Aber einige von euch treiben Sport. And you work through the pain Und ihr geht durch to diese... get to something better. Ja, ihr nehmt das auf euch, damit ihr zu etwas Besserem kommt. Well, the same is true for a church multiplication movement. Und das Gleiche ist für eine Gemeinde-Multiplikationsbewegung. We are going to have to sacrifice more to see more churches planted. Wir müssen vielleicht ein paar mehr Opfer bringen, um mehr Gemeinden zu sehen. And that will cause us to grow up in spiritual maturity. Und das führt dazu, dass wir geistlich reifer werden. That will cause us to grow up into sacrificial giving. Und das wird auch dazu führen, dass wir mehr geben. Just as you want your people to sacrificially give to tithes and offerings, Und ihr möchtet auch, dass eure Leute sehr opferbereit sind und ihren Zehnten geben. if we're going to see a church multiplication movement, we're going to be sacrificing
people and resources to plant more churches. Und wenn wir eine Gemeindegründungsbewegung sehen wollen, dann müssen wir auch Menschen zur Verfügung stellen und Ressourcen zur Verfügung stellen. Number 4. Das vierte. Reproducibility. Reproduzierbarkeit. Reproducibility means that something is easy to reproduce. Das bedeutet einfach, dass Dinge einfach nachzumachen sind, einfach zu reproduzieren sind. Now, I'm the interim pastor of a church in Chicago named the Moody Church. Ich bin jetzt gerade der Interimspastor einer Gemeinde in Chicago mit dem Namen Moody Church. Have any of you heard of the Moody Church? Hat irgendjemand schon davon gehört? Some of you heard of the Moody Church. Anybody, have you been to the Moody Church? Ist irgendjemand dort gewesen? It's funny. Okay. So the pastor has retired and became the interim. He's become the pastor emeritus. Also der Pastor ist in Rente gegangen, ist jetzt immer noch da als Ruhestandspastor sozusagen. So I preach most weeks, 3 out of 4 Sundays I preach at Moody Church. Und in den meisten Wochen predige ich 3 von 4 Gottesdiensten dort. And so this is not my normal preaching experience. Und das ist jetzt nicht meine normale Erfahrung mit Predigen. I'm a church planter like most of you. Ich bin eigentlich Gemeindegründer wie die I'm meisten used to von euch. being around people like you. Und ich bin gerne mit Leuten wie Church euch zusammen. planters Gemeindegründer. with goatees. Und diese Goatees haben. There are more goatees because there are church planters here. Und hier gibt es mehr von diesen Goatees, weil es mehr Gemeindegründer gibt, richtig? And music like this. Und so Musik, wie wir hier hören. And smoke machines. Und diese Nebelmaschinen und sowas. You can't plant a church without a smoke machine. Kann doch keine Gemeinde ohne Nebelmaschinen. It's in the Bible. Ist doch in der Bibel, oder? Second Opinions, chapter 4. Zweite Meinung, Kapitel 4. But Moody Church is not a reproducible church. Moody Church ist keine reproduzierbare Gemeinde. It has over 3,000 seats. You've been there. Ja, es sind über 3000 Plätze. It's like a coliseum of size. Ja, es ist so groß wie so ein Kolosseum, so ein Theater. The most uncomfortable seats you've ever sat Die in. Sitze sind so unbequem, sowas habt ihr noch nicht gesehen. The former pastor was named Warren Wiersbe. Warren Wiersbe war einer der vorherigen He used to Pastoren. say, "Come in, take any seat." Er sagte, kommt her, sucht euch irgendeinen Platz aus. All the seats are equally uncomfortable. Und die sind alle gleich unbequem. But the reality is, you can never reproduce that church. Aber also die Wahrheit ist, die Gemeinde kann man nicht So I love the reproduzieren. church. Ich liebe sie. I love its history. Ich liebe ihre I'm Geschichte. thankful for its gospel preaching. Und ich bin dankbar für die Predigten dort. But if we're going to see a movement, Aber wenn wir eine Bewegung sehen, Moody Church has to plant little churches. dann muss diese große Gemeinde Moody Church Those viele little kleine churches will plant Gemeinden other gründen, churches. die andere Gemeinden gründen. Some will grow large, Einige werden vielleicht some will groß, stay medium, andere bleiben some will be small, mittelmäßig, but einige all bleiben will ganz plant klein. churches out of them. Aber alle werden Gemeinden gründen. And so we recognize at our church Und wir stellen das jetzt in unserer Gemeinde fest, that we're trying to we're trying to plant reproducible churches out of Moody Church. also wir versuchen jetzt nun diese reproduzierbaren Gemeinden aus dieser Moody Church herauszugründen. And as you start churches out of your church, Und wenn ihr das aus eurer Gemeinde nun auch versucht, you want to make sure that those churches can reproduce into other churches as well. dann wollt ihr natürlich, dass diese Gemeinden sich wenigstens multiplizieren können. Number 5, Nummer 5. theological integrity. Theologische Integrität. No movement exists when people are not passionate about what they believe. Es gibt keine Bewegung, wenn Menschen nicht wirklich eine Leidenschaft dafür haben, was sie glauben. Sometimes people say, don't worry about what you believe, just preach Jesus. Manche Leute sagen, es ist eigentlich egal, die ganzen Themen, Hauptsache du predigst Jesus. I want you to know that does not work long term. Das geht langfristig nicht. You have to believe certain things about baptism, Es ist wichtig, manche Dinge über Taufe zum About the Holy Beispiel zu glauben, Spirit. über den Heiligen Geist, about the gospel. über das Evangelium. And you have to be passionate about what you believe. Und eine Leidenschaft dafür zu haben, was ihr glaubt. So the Pentecostals are not reaching Brazil by de-emphasizing what they believe. Also die Pfingstler erreichen jetzt nicht Brasilien, indem sie klein machen, was sie glauben. So there's a temptation sometimes to downplay our beliefs. Manchmal ist da so eine Versuchung, dass wir die Dinge, die wir glauben, ein bisschen runterspielen. That temptation does not lead to movements. Das führt nicht zu einer Bewegung. We need to care so much about what we believe, we want others to know it. Wir sollten wirklich es sollte uns so wichtig sein, was wir glauben, dass es uns wichtig ist, das andere And zu hören. that may mean we disagree on some things with other Christians. Und das führt zu Meinungsverschiedenheiten mit We'll anderen talk Christen. about that in just a moment. Da reden wir auch gleich drüber. Number 6, Aber Nummer 6. incarnational ministry. Ja, inkarnatorischer Dienst. Inkarnatorischer
Fleischgewordener Dienst. Ein besseres Wort, womit wollen wir arbeiten? Integratorisch ist okay, können wir uns einigen. Number 7. We'll take a vote. Number 7. No, I'm just kidding. Ministry in and of the people. Es geht darum, dass der Dienst wirklich inmitten und mit den Menschen passiert. The reality is that when we've seen movements in the past, it's been from the people up from the bottom. Ja, wenn wir in die Vergangenheit gucken und diese Bewegung, da sehen wir, dass diese Bewegung aus den Menschen kam und für die Menschen da waren. And that means churches may look different from culture to culture. Und das führt natürlich dazu, dass Gemeinden in jeder Kultur unterschiedlich aussehen. So a biblically faithful church in a rural part of southeast Germany will look different than a biblically faithful church in Berlin. Also eine Gemeinde im ländlichen Süddeutschland wird anders aussehen als eine Gemeinde in Berlin. They'll preach the same gospel. Die predigen das gleiche They believe Evangelium, the same theology. glauben wahrscheinlich die gleiche But because Theologie, they are of the people, aber weil sie wirklich von den because Leuten they are sind among the people, und mitten bei den Leuten sind, it becomes a contextually appropriate church in that setting. da wird es wirklich eine gut kontextualisierte Gemeindegründung In sein. missiology, we call that being an indigenous church. Und da wird eine indigene, also eine Gemeinde in dem Kontext, so wird es genannt. Just as in agriculture, certain plants grow in certain places, Genau wie in der Landwirtschaft manche Pflanzen in bestimmten Gegenden natürlich zu Hause sind. those und dort plants wachsen. are indigenous to certain regions or countries or areas. Und die sind eben indigen von diesen Gegenden, wo sie kommen. So the Church of Jesus Christ has to become indigenous to every context where the gospel is preached. Und das wünschen wir uns jetzt auch, dass die Gemeinde Jesu wirklich sich dem Kontext anpasst, in dem sie gepredigt wird. And movements will look like and be owned by ordinary people. Und Bewegungen werden nun aussehen wie und werden gehören Menschen, ganz normalen Menschen. Number 7, Nummer 7. empowerment of God's people. Das ist die Bevollmächtigung von Gottes Volk. We're going to talk much more about this tomorrow. Da geht es noch mehr drum, morgen geht es da noch mehr drum. But movements occur when disempowered people are given the power. Wenn Menschen, die keine Vollmacht haben, wenn denen Vollmacht gegeben wird, dann entstehen Bewegungen. The danger is clergy-centered ministry. Oftmals ist so eine Gefahr, dass sich alles um die Hauptamtlichen dreht. The antidote is Ephesians chapter 4. Und wenn man jetzt Epheser Kapitel 4 anschaut, ist That das God das has given some Gegenteil. as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers to equip God's people. Wo natürlich die Apostel, die Lehrer, die Evangelisten und die Hirten gegeben sind, um das Volk Gottes auszurüsten. So as we celebrate the 500th anniversary of the Reformation, Also wenn wir jetzt 500 Jahre Reformation which feiern, moved in some ways from priest-centered ministry, und ein Stück weit ging es darum, dass es nicht sich alles nur um die Priester drehte. that work of the Reformation is still not done. Es geht immer noch weiter. We need ultimately all God's people to engage in God's mission. Wir brauchen wirklich das Priestertum aller Gläubigen. Number 8, Nummer 8. charitability in accepting other models. Großherzigkeit im Umgang mit anderen Modellen. If we're going to see a movement of church planting, Wenn wir eine Gemeindegründungsbewegung sehen möchten, some are going to be influenced by city to city and want to plant in urban settings. einige haben vielleicht Einfluss von City to City und sind in den Großstädten Some are unterwegs. going to want to do house churches in different villages. Einige wollen vielleicht Hausgemeinden Some are going gründen. to be more contemporary. Einige sind mehr They're moderner. going to have the smoke machine. Die haben dann hier die Nebelleuchte. Some are not going to have the smoke machine. Andere haben vielleicht keine And that's okay. Nebelleuchte. Das ist auch in Ordnung. I would not go to that church Ich würde da nicht hingehen. because I have to have a smoke machine. I'm just kidding. But the reality is we're going to see all kinds of churches to reach all kinds of people in Germany. Aber wir werden auch in Deutschland alle möglichen Gemeinden sehen und Gemeindemodelle, um die verschiedenen Menschen zu erreichen. And some are going to be passionate about fresh expressions of the church, Einige werden sehr leidenschaftlich sein über Fresh Expressions. but some are not. Andere vielleicht And gar that's nicht. going to be okay Und das ist in as Ordnung. long as our churches are reproducing, Solange sich die Gemeinden vervielfältigen, their churches are preaching the same gospel, solange das Evangelium gepredigt wird and they're seeking to multiply the gospel and impact for the kingdom. und in solange Germany. sie danach sehnen, dass sich Multiplikation passiert vom Evangelium. Number 9 is scalability. Nummer 9 ist Anpassungsfähigkeit. As Sasha and I were driving around Germany Als Sascha und ich, als wir durch Deutschland gefahren sind, at 235 kilometers per hour on the Autobahn, mit 234 Stundenkilometern, is that normal? ist das normal hier? That's slow. It helped my prayer life.
Das hat mein Gebetsleben. I grew closer to Jesus in the car with Sasha. Ich fühlte mich Jesus viel näher als ich I know the Lord better. Ich habe den Herrn besser I'm walking in the power of the Spirit, Ich war total in der Kraft des Heiligen ready to Geistes. meet the Lord at any moment. Ich hätte Gott in jedem Moment treffen können. But he told me of the growth of the churches in Germany. Aber er hat mir von dem Wachstum der Gemeinde in Deutschland berichtet. He also shared with me the challenges that are here still in this secular environment. Er hat mir auch die Herausforderungen mitgeteilt, die hier in dem säkularen Umfeld sind. Actually, in many ways, he talked about it as a post-secular context. Und er hat oft von einem nachsäkularen, postsäkularen Kontext gesprochen. But to see as many churches as you've seen planted here is really remarkable. Aber so viele Gemeinden, wie hier gegründet wurden, das ist schon sehr bemerkenswert. I want you to be encouraged. Und ich möchte, dass ihr da ermutigt seid. In fact, when he told me these things, I thought, well, why do you have me come and speak? Ja, als er davon erzählt hat, habe ich mich gefragt, warum bin ich jetzt überhaupt I get on my eingeladen? plane and go home. Da kann ich doch gleich wieder nach Hause gehen. But the reason is you want to see that accelerated. Aber der Grund ist, ihr möchtet noch mehr sehen. But if it's going to accelerate, it's going to have to grow more rapidly. Aber wenn es sich nun beschleunigen soll, dann muss es auch mehr And wachsen können. systems are going to have to be scalable to accommodate the Diese growth. Systeme müssen jetzt anpassungsfähig sein und mitwachsen sozusagen. And most of this will happen when local churches decide to be church planting focused. Und da passiert eine ganze Menge, wenn Ortsgemeinden sich entscheiden, einen Gemeindegründungsfokus zu haben. Because when denominations lead church planting, Denn wenn ganze Bünde Gemeindegründung, church planting is slowed also von Gemeindegründungsebene, von Gemeindebundesebene, when churches ist es begin sehr to plant langsam. churches. Wenn es Gemeinden, Ortsgemeinden And sind, die denominations Gemeinden serve alongside of churches that are planting gründen und der churches, Bund nur als Dienstleister, als Hilfestellung it kommt, is scalable and grows faster. dann kann es schneller wachsen. Number 10, and finally, Und jetzt zuletzt Nummer 10. do you know what it means when a guest speaker says finally? Wisst ihr, was es bedeutet, wenn ein Gastredner sagt, jetzt schlussendlich? Absolutely nothing. Das bedeutet gar nichts. Number 10 is holism. Nummer 10 ist Ganzheitlichkeit. Holism means that we care about the whole good news message. Ja, ganzheitlich bedeutet, die ganze gute Nachricht im Blick zu haben. We care that we need to proclaim that Jesus died on the cross for our sin and in our place. Und es geht darum, dass wir davon predigen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. The gospel is not something you do, it's something Jesus did. Es geht da nicht darum, was du tust, sondern was Gott getan hat, was We Jesus getan proclaim hat. it so people might hear it and respond to it by grace and through faith. Das verkündigen wir, damit Menschen darauf reagieren können und ihren Glauben auf Jesus setzen können. And then as Christians, we care for the hurting and the most vulnerable. Und als Christen dann, da kümmern wir uns um die Ärmsten und die Benachteiligsten. I've heard that you have engaged refugees for the cause of Christ. Und ich habe gehört, dass ihr Flüchtlinge angenommen habt als Dienst für Jesus. Thank God for serving hurting people. Danke, dass ihr euch mit Menschen beschäftigt habt, die leiden. Thank God for engaging those who struggle. Danke, dass ihr euch mit denen beschäftigt, denen es schwerfällt. Every time we have seen a movement historically, Jedes Mal, wenn wir in der Geschichte so eine Bewegung gesehen haben, that movement has impacted society around it. dann hat diese Bewegung eine Auswirkung auf die Gesellschaft drumherum And gehabt. the same will be true today. Das Gleiche ist heute genauso wahr. So we share the love of Jesus, Wir teilen die Liebe von that is by Jesus, proclaiming the gospel, indem wir verkündigen, but we show the love of aber wir Jesus zeigen diese Liebe eben auch, by demonstrating its implications lived out in our lives. indem wir wirklich demonstrieren, was es jetzt nun für Folgen in unserem Leben hat. Now let me say this. Ich habe noch was zu sagen. I want movements like you want movements. Ich möchte genau wie ihr möchte ich solche Bewegungen. I am encouraged by what you are doing now. Ich bin ermutigt bei dem, was ihr jetzt tut. I hope you are encouraged by what God has done through church planting in the Evangelical Free Church. Und ich hoffe, ihr seid auch ermutigt durch das, was Gott durch die freien evangelischen Gemeinden I tut. remember sitting in Craig Ott's office and he was bragging on you because he's so excited what God is doing. Ich kann mich noch erinnern, als ich im Büro von Craig Ott saß und er hat wirklich groß von euch geredet. But there are a lot of people in Germany who need to hear the good news of the gospel. Aber es sind so viele Menschen in Deutschland, die die gute Nachricht des Evangeliums hören We're müssen. going to have to see more doors opened. Wir brauchen noch mehr offene Türen. We're going to have to do it now. Und das muss jetzt We're going passieren. to have to do it together. Und das müssen wir zusammen It's tun. going to take sacrifice. Und das It's wird going to Opfer take brauchen. diverse models of church. Und auch eine vielfältige Modelle wird Over es the brauchen. next few days we will speak of these In things. den nächsten Tagen reden wir But darüber. my prayer for you is the prayer I pray in my own country. Aber das Gebet für euch ist das gleiche, was ich für mein Heimatland bete. That men and women might be provoked
to plant churches, war, dass wir uns gegenseitig dazu anstacheln, so the gospel might be proclaimed, damit das Evangelium verkündet so wird, that churches might be multiplied, damit Gemeinden sich multiplizieren, and we see a movement of churches in Germany and around the world. damit wir so eine Bewegung von Gemeinden in Deutschland und weltweit sehen. Can I pray for you? Kann ich für euch beten? Father, by your grace and your goodness, you've redeemed us and called us by name. Vater, in deiner Güte und Barmherzigkeit hast du uns beim Namen gerufen und erlöst. You've given us the words of life, but then called us to tell the words of life. Du hast uns Worte des Lebens gegeben und gesagt, diese Worte des Lebens weiterzusagen. You have saved us and then made us messengers of your salvation. Du hast uns gerettet und dann Botschafter dieser Rettung gemacht. Father, I thank you for what you're doing through these churches represented here. Danke für das, was du tust durch die Gemeinden, die sich hier versammelt haben. And Lord, I pray you would do exceeding abundantly beyond all we might ask or think in church planting through this work. Und ich bitte darum, dass du viel mehr, als wir uns denken oder vorstellen können, durch diese Gemeinden hier tust. So guide us our days together this week. Und führe uns durch die gemeinsamen Tage jetzt hier in dieser Woche. Lord, provoke us to love and good deeds, as the writer of Hebrews says. Lass uns anspornen zu Liebe und guten Taten, wie im Hebräerbrief. And may the gospel go forward and churches be planted throughout Germany. Dass das Evangelium vorausgeht und Gemeinden gegründet werden. In Jesus' name we pray. Im Namen Jesu.